Heute knallt's. Der ADAC lässt einen Kastenwagen crashen. Und das analysieren wir im Detail und werden aus den ganzen Ergebnissen Rückschlüsse folgern, um die Sicherheit im Wohnmobil massiv zu verbessern. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig. Vorausschauend fahren, das ist sicherlich absolut ratsam und trotzdem passieren im Straßenverkehr immer wieder unvorhersehbare Dinge und im schlimmsten Fall kommt es dann zum Crash. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute gucken wir uns mal einen ADAC-Crashtest an, der mit einem Kastenwagen durchgeführt wurde. Ich habe zusammen mit dem Christoph in Freiburg auf der Messe Vorträge gehalten und da ging es unter anderem eben auch um Sicherheit im Wohnmobil und um Crashtests. Und dieser Vortrag, der hat für so viel Resonanz gesorgt, für so viel Gesprächsthemen, dass ich mir gedacht habe, okay, der Crash ist zwar schon 5 Jahre her, also dieser Test mit diesem Crash, und gerade deshalb will ich dieses Thema nochmal aufgreifen. Es ist viel zu wichtig, als dass man es auf YouTube nicht nochmal ausspielen kann. Und wie habe ich dieses Video gegliedert? Das ist ganz einfach. Im allerersten Teil, da gucken wir uns mal an, wie dieser Crashtest aufgebaut wurde. Danach gehen wir in die Analyse und gucken, was in diesem Fahrzeug alles genau passiert, gucken vor allem speziell auch nochmal auf die Rücksitzbank und versuchen daraus Lernen zu ziehen. Was können wir machen, um sicherer in Zukunft unterwegs zu sein? Wichtig bei diesem Video ist noch, dass natürlich für diese ganzen Crash-Situationen Testdummies verwendet wurden. Und trotzdem sind die Bilder teilweise erschreckend und vielleicht sogar ein bisschen brutal. Wenn du damit Probleme hast, dann schau dir dieses Video einfach nicht alleine an oder warte, bis das nächste Fan4Van-Video kommt. Ein Kastenwagen, voll möbliert und natürlich auch voll beladen, fährt gegen einen PKW. Und weil das Ganze vor 5 Jahren stattgefunden hat, sieht man vielleicht in dem jetzt nachfolgenden Videomaterial hin und wieder mal jemanden mit Maske rumlaufen. Hey, das war halt damals so. Sind wir einfach nur froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Das Ganze hat beim ADAC in Landsberg am Lech stattgefunden. Und genau aus diesem Grund soll uns jetzt der Christoph vom ADAC mal erklären, wie das Ganze wirklich im Detail aufgebaut war. Ihr habt ja da mal ordentlich was an den Start gebracht mit diesem Crashtest. Kannst du mir mal was sagen zum Aufbau? Wie war denn dieser Crashtest aufgebaut, dass wir mal verstehen, wie Geschwindigkeit und sowas meine ich? Okay, also wir haben damals einen ganz normalen 3,5 Tonnen Kastenwagen genommen, üblich ausgebaut auf einem PSA-Chassis und haben das mit 56 km/h gegen ein anderes Auto fahren lassen, das ebenfalls mit 56 km/h kam. Es war ein Citroën C5, klassisches Auto der mittleren Klasse. Frontal zusammen, wie kommt ihr auf 56 km/h? Das ist eine UN-Regelung, die die Homologation beschreibt bei der Fahrzeugzulassung. Also es ist keine erfundene Geschwindigkeit, klassische Crashgeschwindigkeit. Und dann gegeneinander und zwar halb überdeckt. Also die haben sich so halb getroffen. Okay. Wie es auch im Straßenverkehr wäre, wenn du halt so leicht abkommst und andere auch so, dann trifft man sich halt leider. Ah, okay. Du, und 56 km/h, das heißt, man hat dann einen Aufprall von 112 oder wie ist das? Gute Frage. Nein. Es sieht so aus, dass wenn beide Autos gleich schwer sind, dann ist es wie als ob du mit 56 auf eine Wand fährst. In dem Fall aber war halt der Kastenwagen deutlich schwerer. Das heißt, wir hatten andere Effektivgeschwindigkeiten, um die das Fahrzeug verzögert wurde. Also, der Camper hatte nur 34 km/h Geschwindigkeitsabbau. Also wie mit 34 auf eine starre Barriere. Oh, das ist sehr interessant. Okay, spannend. Ja, da würde ich sagen, dann gucken wir uns mal an, was dabei rausgekommen ist. Boah, ist das ein Knall. Und guckt mal, das Ganze aus der Drohne betrachtet. Der Kastenwagen wäre beinahe umgekippt, wie man hier sehr gut erkennen kann. Wir schauen uns das Ganze nochmal in der Slow-Mo an und hier fällt wirklich auf, was der Christoph beschrieben hat mit den Geschwindigkeiten. Ab jetzt schiebt es den Citroën wieder nach hinten, den Kastenwagen weiter nach vorne. Deswegen auch die Aufprallgeschwindigkeit gegen Wand von 34 km/h, obwohl er 56 km/h schnell gefahren ist. Der Citroën, den hat es leider schlimmer erwischt, der ist quasi mit 78 km/h gegen die Wand gefahren. Zudem ist aufgefallen, dass sich nach dem Crash die Schiebetür nicht mehr hat öffnen lassen. So sehr hat es den Rahmen des Fahrzeuges verzogen. Und das Ganze war auch bei der Beifahrertüre ziemlich schwierig. Nur mit sehr viel Kraftaufwand war es möglich, die Beifahrertüre zu öffnen. Und das sind natürlich kostbare Sekunden für die Retter. Aber jetzt wird es Zeit, nach innen zu schauen und zu analysieren. Jetzt haben wir die echt beeindruckenden Bilder gesehen. Christoph, kannst du noch mal aus fachmännischer Sicht zusammenfassen, was ist denn da jetzt alles passiert? Einiges. Ich fange mal vorne links an, im Fahrersitz. Das Problem war, die Fahrerkabine ist komplett in sich kollabiert. Das heißt, der Sitz ist sogar nach oben und nach hinten gewandert. Da konnte weder der Airbag richtig wirken, noch der Sitzgurt.
Und zur Veranschaulichung male ich euch noch mal eine Linie rein mit der ursprünglichen Position des Sitzes und ihr seht, wie weit es diesen Sitz nach hinten bringt und damit hat der Fahrer überhaupt keinen Halt mehr in dem Sitz, in dem Gurt und auch der Airbag bringt damit am Ende nicht mehr viel. Im Gegenteil, den Sitz, den haut sogar wieder zurück und das bei nur 34 km/h. Und weil der Sitz nach hinten kam, hatten die hinten Sitzenden schon ein Thema. Die sind nach vorne geschleudert worden und zwar richtig stark, weil auch leider diese Holzkonstruktion unten, die Sitzbank, komplett kollabiert ist. Das heißt, die sind nach unten gerutscht, die Gurte in den Bauchraum, schwere Verletzungen, den Kopf an den Sitz vom Fahrer, schwere Verletzungen. Echt schlimm, wirklich schlimm, leider. Ja, und in den nächsten Aufnahmen seht ihr nochmal, was Christoph meint, dass es die Sitzbank wirklich zerreißt förmlich. Man sieht es hier, die Sitzbretter schiebt schon komplett nach vorne und die Bank fällt einfach in sich zusammen, weil es einfach nur Holz ist, auf dem die hinteren Fahrgäste sitzen. Und das hat natürlich fatale Auswirkungen auf die Mitfahrenden und das Ganze, wie gesagt, bei 34 km/h Aufprallgeschwindigkeit. Denk mal dran, so ein Unfall passiert ja, wenn du gegen einen LKW fährst, der dann schwerer ist als du. Ich will nicht dran denken. Was heißt denn das jetzt für mich? Sind alle Sitzbänke so? Oder gibt es da Unterschiede auch bei den Sitzbänken? Absolut, ja. Es gibt zum Beispiel auch im Nachrüstbereich Sitzbänke, die haben halt eine Stahlunterkonstruktion. Die haben wir auch nachgetestet dann und konnten klar zeigen, dass eine Sitzunterkonstruktion aus Stahl, einfacher Vierkantstahl, die Fahrzeugsicherheit einfach massiv erhöht. Die Verletzungen im Crashfall sind deutlich niedriger, da kommt man glimpflicher raus. Und da gibt es natürlich auch Aufnahmen und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Und das nochmal kurz zur Erklärung. Hier seht ihr einen sogenannten Gurtbock, wie er bei vielen Wohnmobilen einfach verbaut wird. So auch bei dem Kastenwagen, der gecrashed wurde. Man sieht Anschnallgurte, sogar Isofix-Halterungen, aber eben kein Unterbau. Der Unterbau war in unserem Fall einfach nur eine Holzkiste. Und das war das Fatale, warum es zu diesen schweren Verletzungen bei den Dummies kam. Und hier sieht man jetzt eine klassische Nachrüst-Sitzbank und hier sieht man ganz klar diesen Unterbau aus Stahl und der sorgt dafür, dass im Falle eines Unfalls der Sitz eben nicht komplett kollabiert und einfach nur nach unten wegbricht. Und für solche Nachrüstsitzbänke gibt es verschiedenste Anbieter. In diesem Fall beim ADAC wurden 3 Sitzbänke getestet und wie das Ganze aussieht, das sehen wir uns jetzt an. Aus den Ergebnissen des ersten Crash-Tests hat man nun alle Parameter, um diese Tests für die weiteren 3 Sitzbänke einfach nachzustellen. Das Ganze hat der ADAC auf einem Schlitten gemacht und hat diesen mit 34 km/h in Anführungsstrichen gegen die Wand fahren lassen. Also Kameras an und wir starten mit dem ersten Testkandidaten. Und zack. Klar, das Ganze sieht nicht besonders gemütlich aus, aber schaut euch mal die beiden Insassen an. Sie bleiben einfach ganz klar in den Anschnallgurten drin sitzen und die Bank kollabiert nicht. Sie bleibt also stabil bestehen. Und im Vergleich sehen wir noch eine Sitzbank, die deutlich komfortabler aussieht, aber schaut mal, was hier gerade mit dem Erwachsenen passiert. Der ist nicht ganz so gut im Sattel, sage ich mal. Aber alle guten Dinge sind 3 und guckt mal, welche Sitzbank als drittes getestet wurde. Ja, die kenne ich doch vom Grand California Volkswagen. Anscheinend kann man sie auch im Zubehör kaufen und es sieht zwar so aus, als wäre das auch einfach nur eine Holzbox darunter, aber darin befindet sich wirklich eine massive Stahlkonstruktion und die sorgt dafür, dass diese Sitzbank auch stabil bleibt im Falle eines Unfalls. Und das ist für mich eigentlich das Erschreckendste, denn der ADAC hat uns sein Ergebnis bezüglich des Verletzungsrisikos zur Verfügung gestellt und hier rot gekennzeichnet bedeutet, das Verletzungsrisiko ist sehr hoch und übersetzt bedeutet das, es kann sogar tödlich enden. Und ihr seht, beim Gurtbock sieht das für beide Insassen überhaupt nicht gut aus, im Gegensatz zu den anderen 3 Sitzbänken. Und wenn diese Darstellung für unsere Wohnmobilhersteller kein Grund ist, darüber nachzudenken, welche Sitzbanklösung ich verbaue, dann weiß ich auch nicht mehr. Also jetzt haben wir gesehen, es gibt auch Bänke, wo es tatsächlich besser aussieht und wo das alles ein bisschen besser für die Sicherheit ist. Das bedeutet, wenn ihr ein Wohnmobil kauft, egal ob neu oder gebraucht, dann achtet auf sowas. Aber Christoph, hast du noch einen Tipp für uns, wenn ich jetzt eben eine Bank habe, wo das alles nicht so gut aussieht? Kann ich da irgendwas machen? Ja, tatsächlich. Geh einfach zum Metallbauer ums Eck. Sag ihm, hey, ich hätte gerne eine stabile Vierkant-Stahlrohrkonstruktion da unten drin, die soll das aushalten, einfach beschreiben und dann auch mal zum Gutachter gehen, halt GTÜ, TÜV, DEKRA, was auch immer und sagen, hey, ich würde das gerne nachrüsten und auch am besten eintragen lassen, irgendwie, dass man da safe ist und auch mal erklären, warum. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Gutachter sich sträubt dagegen. Super. Hey Christoph, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Dankeschön. Gerne, gerne.
Ich persönlich hatte also in meiner Vergangenheit Glück mit dieser Rücksitzbank. Und was lernen wir daraus? Wir müssen uns einfach ein bisschen selber darum kümmern. Ich habe da vorher zugegebenerweise auch überhaupt nicht drauf geachtet. Worum kommt es überhaupt so weit, habe ich mich gefragt. PKWs werden doch so eingehend geprüft und sind so sicher und sind so schwierig zu homologieren. Warum ist das nicht bei Wohnmobilen der Fall? Naja, weil es Nutzfahrzeuge sind und da gelten ganz andere Regularien. Und das ist vielleicht auch das, warum ich da immer so naiv rangegangen bin an die Sache. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, bei der Rücksitzbank zum Beispiel kann ich etwas machen. Was habe ich noch gelernt? Naja, ganz klar, anschnallen. Das klingt jetzt ziemlich albern, aber worauf man achten muss, habe ich auch gelernt. Und zwar wirklich gucken, dass man nachzieht und das Ganze auch an der richtigen Position. Also hier unten wirklich am Becken gucken, dass es ja nicht im Bauchbereich ist und hier über die Brust nach oben führen. Und wie gesagt, das Straffen ist auch ganz wichtig, weil sonst falle ich einfach nur in den Gurt hinein und das soll man eben auch nicht tun. Aber nicht nur dich solltest du anschnallen. Klar, du solltest natürlich auch dafür sorgen, dass deine Kinder angeschnallt sind, aber das ist ja selbstredend. Nein, mir geht es um was anderes. Ladungssicherung. Wir haben auch gesehen, wenn die Ladung wirklich fest verzurrt ist, dann passiert dann nichts. Ganz anders verhält es sich mit Schränken zum Beispiel. Und auch da muss ich wieder sagen, bin ich froh, dass ich dieses Fahrzeug gefahren habe, denn das ist vom OEM-Hersteller Volkswagen. Und die haben auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Kühlschrank nicht vor 80 km/h Aufprall öffnet. Das sind alles so Kleinigkeiten, denn da haben wir auch im Crashtest gesehen, das ist mal ordentlich in die Hose gegangen. Da ist ja der ganze Möbelbau komplett zerrissen und alles, was da drin war, ist durch die Gegend geflogen. Bedeutet für mich, man könnte sich auch einfach helfen, was heißt einfach, aber wenn das Mobiliar mit einer Schottwand quasi versehen wäre, das bedeutet, dass man also wirklich hier eine Wand hat, die mit dem Fahrzeugrahmen verbunden ist, sodass das nicht nach vorne kommt, dann sind auch die Insassen hier im vorderen Bereich besser geschützt. Jetzt ist mir auch klar, dass es im Nachgang für einen selber nicht so ganz easy ist, so eine Schottwand zu bauen, die fest im Fahrzeug verankert ist. Was man aber vielleicht schon machen kann, ist, dass man das Ganze verzurrt. Einfach mit dem Zurrband fest das Mobiliar an den Fahrzeugrahmen anzurren. Was ich dir auch ans Herz legen möchte, das ist ein Fahrsicherheitstraining mit deinem Wohnmobil. Da lernst du von der Ladungssicherung bis hin zum Ausweichmanöver alles, um noch sicherer auf der Straße unterwegs zu sein. Und es macht richtig Spaß sogar. Und ja, soweit, so gut. Vielleicht hat der eine oder andere von euch noch Hinweise und Tipps, dann schreibt das gerne in die Kommentare, lasst uns diskutieren. Und wichtig ist auch, wenn jemand von euch vielleicht sogar Lösungen hat. Ich sage nur Campfire der Ideen. Die Bewerbungsphase hat wieder begonnen. Auf der CMT 26 ist wieder das große Finale und vielleicht haben wir den einen oder anderen Tüftler oder Tüftlerin unter euch, die sagen, hey, ich habe da was Raffiniertes, was uns das Leben im Wohnmobil noch sicherer gestaltet. Ich freue mich auf eure Bewerbungen und bin total gespannt, was da von euch alles kommt. Ich möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich beim ADAC und auch beim Christoph bedanken, dass ihr mir so unkompliziert alles zur Verfügung gestellt habt, dass ihr uns diese ganzen Informationen weitergibt, denn das ist für uns Camper wahnsinnig wichtig. Ich als YouTube-Dödel könnte so einen Crashtest niemals im Leben durchführen, weil ich damit weder die Ahnung habe, noch das Geld, noch das, ihr wisst, was ich meine. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ich habe euch auch noch mal andere Videos von anderen Crashtests verlinkt. Da gibt es zum Beispiel eins aus Schweden, wo man das Ganze auch mal mit einem Teil- oder Vollintegrierten sieht. Da sieht das Ganze noch mal ganz anders aus. Wobei man da auch sagen muss, dass die Kolleginnen und Kollegen in Schweden das wirklich frontal haben crashen lassen. Das ist noch mal eine andere Nummer. Aber schaut es euch einfach mal an. Mir ist nur wichtig, dass ihr nicht alle jetzt frustriert seid und alle Angst habt. Im Gegenteil, mit diesem Wissen sollten wir jetzt noch sicherer auf unsere Reisen gehen und damit noch mehr Spaß haben. Das wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen. Egal wohin auch immer ihr reist, egal mit welchem Fahrzeug, habt ganz viel Spaß damit, genießt eure Touren und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und vielen Dank fürs Zusehen. Ach ja, und by the way, lasst super gerne ein Like da. Danke, euer Markus. Ciao.